Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute habe ich einen Duft. Im Endeffekt ein geiles, starkes Teil. Habig Man von Lattafa. Yes, schaut euch den Flakon an. Kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber es ist trotzdem nicht verkehrt und nicht schlecht. Ja, warum muss man den Duft haben? Weil ich habe gelesen, also ich habe den jetzt schon ein bisschen länger und ich weiß gar nicht, ob den bis jetzt jemand vorgestellt hat, beziehungsweise ich gucke ja im Endeffekt fast nur ausschließlich, wenn ich überhaupt jemand anders gucke, den Timo. Und ich glaube, der hatte den, glaube ich, noch nicht vorgestellt, deswegen ja, wundert mich das. Auf jeden Fall, dieser Duft, der Le Male, für mich der beste Le Male, den es gibt. Leider eingestellt worden. Das ist auch noch die Erstauflage. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist ein lila Juice. Dann gab es noch irgendwie die zweite Auflage, hat einen goldenen Saft, Juice, wie auch immer gehabt. Und das für mich einfach, es ist einfach der beste Le Male, den es gibt. Schön mit Leder etc. pp. Und wer den vermisst oder leider nicht testen konnte, ja, für den kann ich den Habig Man auf jeden Fall ans Herz legen. Yes. Und warum, weshalb, wieso, werde ich euch natürlich erläutern. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance, auch aus Hamburg. Immer noch Freunde aus Hamburg. Yes. So. Es ist genial. Also, man muss schon sagen, natürlich, Lattafa, ihr kennt das, hat immer ein bisschen so seinen eigenen Touch, etc. pp. Ihr kennt das Spiel, das alte Lattafa Parfüm Spiel. Und nein, es ist aber ein schönes Teil. Und es ist eine sehr, sehr, sehr perfekte, gute Alternative zu diesem Le Male. Weil es hat schon die Grund-DNA, also in der Luft wird es fast wahrscheinlich kein Mensch riechen können, diesen Unterschied. Davon abgesehen, wie viele Menschen kennen diesen Duft? Schade. Wahrscheinlich, weil der Verkauf nicht so gut war, ist der eingestellt worden. Ich habe keine Ahnung, verstehe auch nicht ganz warum. Ja, er ist ein bisschen schwierig, muss man schon sagen. So ein bisschen in Abgang mit der Ledernote, das Süße und so weiter. Da muss man so ein bisschen sich zurechtfinden. Vanille ist dann auch dabei. Viele haben gesagt, ja, es wird ein so ein bisschen komische Flau im Magen. Das gibt es alles, ne? Das ist aber auch Tagesform oder keine Ahnung. Es muss nicht unbedingt an Duft liegen. Und dementsprechend ist der wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Aber eine schöne Vanille-Ledernote, so ein bisschen Lavendel-Style. Ihr kennt ja diese Le Male DNA, nur das in Leder und süß und schon cool gemacht, aber nicht übertrieben süß. Hat eine coole Grund-DNA, die es so nicht gibt. Aber hier ist sie eben auch so weit vorhanden. Das ist ein schönes Teil. Da muss ich schon sagen, ihr habt natürlich auch hier Kardamom, was heißt auch, ich weiß gar nicht, ob im Original Kardamom drin ist, ich will jetzt nicht gucken, aber hier ist Kardamom, Bergamotte. So, und dann haben wir diesen Inhaltsstoff, den werde ich mal einblenden. Ja, das wird wahrscheinlich diese Grund-DNA sein, was eben diesen Duft sehr speziell macht. Ich weiß jetzt nicht, ist mir auch egal jetzt, während ich dieses Video hier drehe, ob dieser Inhaltsstoff auch bei Jean Paul Gaultier ist. Völlig auch egal, völlig unwichtig im Endeffekt, aber es ist die Grund-DNA. Nicht ledermäßig, nicht so verspielt wie wie das Original, weil das Leder oder überhaupt Leder ist in diesen Lattafa nicht drin. So, während ja hier, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Leder mit drin ist und es kommt ja über dieses Lederteil und eine schöne Süße, eine Grundsüße ist auch vorhanden, schon am Anfang, auch wenn ihr nur Kardamom und Bergamotte und eben diesen Inhaltsstoff habt, habt ihr trotzdem schon eine schöne Grundsüße, was es sehr interessant macht und auch natürlich Lavendel, so ein Lavendel, Kardamom, Bergamotten-Style-Duft mit einer Art Leder-DNA, wo aber kein Leder mit drin ist, aber es hat eben diesen kleinen Touch. Würzig dazu, bisschen, grün würde ich, minimal grün vielleicht, würde ich behaupten, ja. Das Original hier hat im Endeffekt, ist es fast, ich will nicht identisch sein, identisch nicht, aber wie gesagt, es ist eine perfekte. Vielleicht sagen wir 85% ist es
oder vielleicht sogar 90 ist es am Original. Wie gesagt, dieses kleine Spiel, dieses ganze Zusammenspiel, die Verarbeitung etc. pp. Ist vielleicht beim Original besser natürlich logischerweise und eben der Lederakkord, der Lederpunkt ist eben beim Original ausschlaggebend und auch präsent. Hier ist es irgendwie, dass ihr so eine Art DNA da mitschwingen habt. Ihr denkt immer, da wäre vielleicht ein bisschen Leder, aber ist grundsätzlich kein Leder. Ich denke mal, hier ist einfach mehr, oder hier ist allgemein Kardamom und Kardamom macht dieses Spiel irgendwie schon ähnlich. Finde ich sehr interessant im Gegensatz zum Original. Ja. Damit fing das übrigens auch an mit diesen Flakon. Es gibt ja diese anderen Le Beau. Und ja, das war so der allererste, der, glaube ich, mit diesen Flakon auf jeden Fall endete. Ja, wie gesagt. Dann ist hier noch Zimt drin, ich glaube auch Vanille, all dieses Zusammenspiel. Ich wollte da eigentlich nur mit mal kurz erläutern. Wer also diesen Le Male nie rochen oder gerochen, nie gerochen hat, aber immer wollte und jetzt nicht massenweise, weil es ist wie ein Sechser in Lotte, den Duft zu bekommen und dann ist er auch teuer und bei eBay lasst das mal, falls ihr da einen seht. Es ist schwierig, ne? Also schwierig und nicht, dass man weiß nicht, wie der gelagert worden ist und so weiter. Das fragen mich immer Leute, wie ist das gut? Nein, scheißt mal auf eBay. Wirklich, muss ich wirklich so sagen. Es ist, was Düfte angeht, ist das nicht greifbar. Es sei denn, ihr habt eine Vintage-Version und ihr kennt einen und ihr merkt schon, oh, das ist vielleicht ein älterer Verkäufer. Da wird ja natürlich nicht großartig mit was sein und so weiter und so fort. Aber ja, müsst ihr aufpassen, deswegen lasst das. Und meistens ist es auch noch die zweite Auflage, die soll ja ein bisschen minimal schon anders sein als hier mit den lila Juice oder ja, ist das lila, ja. Auf jeden Fall ist es schwierig, die ganz erste Auflage zu bekommen. Und deswegen für 30 € seid ihr hier bestens. Er muss ja auch gar nicht gleich sein. Es gibt ja auch immer dieses Gleich und 1:1. 1:1 gibt es nicht. So, die meisten Leute, die sagen 1:1, die haben gar nicht den richtig, die haben das Original gar nicht. Wahrscheinlich haben sie es noch nicht mal gerochen. Ihr müsst das hier raufsprühen und hier. Und dann riecht mal. Und dann habt ihr immer Unterschiede. Es gibt fast kein 1:1. Ja. Ist so. Es ist, deswegen ist dieses immer zu sagen, die Leute, die überhaupt das sagen, 1:1 und so weiter, muss nicht sein. Auf jeden Fall, im Moment ist es ja so alles strange. Und deswegen kann man ja auch mal hier eine schöne Alternative zeigen, weil es gibt sonst überhaupt keine Alternative zu diesem Duft. Und wenn ihr den gehabt habt und der ist leer und ihr trauert den hinterher, dann müsst ihr entweder darauf verzichten, weil ihr sagt, ich behalte den so in Gedanken, oder hier Lattafa mal wieder. Ja, schönes Ding. Habig. Ja, Flakon. Da kann man sich drum streiten, ob das gut ist. Aber der Duft, ja, ist ein schönes Ding. Ja, also, wie gesagt, er hat ein bisschen Lattafa so ein bisschen typisch, hat eine Süße. Man merkt dann im Background, es ist Kardamom. Es ist nicht so wirklich dieses Lederding. Hier sprühe ich den jetzt auch mal. Guter Sprüher natürlich. Ja, es ist eben Jean-Paul Gaultier und das ist eben kein 1:1. Auch gut so. Ah, ja, hier, ich sag ja, Leder, anschmiegsamer, Süße, perfekt abgestimmt, nicht zu süß, Lederstyle, cremiger. Das ist eben das Original. Aber die DNA, die Grund-DNA, wenn ihr den Duft kennt, dann werdet ihr sagen, Lattafa hat da alles richtig gemacht. Wenn ihr den nicht kennt, ist es so und so egal, dann kann ich euch den auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Zur Haltbarkeit sage ich, ist er gute 7 Stunden da. 6, 7, vielleicht bei manchen auch 8. Aber sage ich mal so 6, 7 Stunden. Und hat eigentlich eine ganz gute Ausstrahlung, muss man schon sagen. Die ist präsent, ihr werdet wahrgenommen. Leute, ich wiederhole es jetzt immer wieder, Leute, die nicht Parfüm so viel benutzen, die werden euch so und so riechen und so weiter und so fort. Das Original ist definitiv stärker, ja. Und es strahlt auch besser aus. Aber das ist aus Jean-Paul Gaultier. So, von Jean-Paul Gaultier, das kennen wir übrigens auch bei normalen Le Male. Immer viele sagen, Leute, der riecht nicht mehr so stark und so weiter. Doch, der ist noch stark. Für euch leider selber nicht so, aber für andere, der füllt immer noch Räume. Also Le Male, überhaupt Le Male, alle Flanker,
Sie stehen im Raum und sind sehr stark. So, aber egal, und es geht hier nicht um grundsätzlich durchgehend Lemal. Ich wollte nur sagen, eine perfekte Alternative zu einem eingestellten Duft, das ist ja ganz wichtig. So, diese Vergleiche sind ja immer, ne, aber das ist ein eingestellter Duft, den es nicht mehr gibt und der wird auch wahrscheinlich so nicht wieder kommen. Daher perfekt dieser Duft von Lattafa. Schreibt mal unter, kennt ihr den? Und wenn nicht, testet ihn und wenn ihr ihn gut findet, schreibt mal runter. Und wie viel sagt ihr so? 85% kann man sagen, glaube ich. Und ja, dementsprechend top. So, dann macht mal Daumen nach oben, lasst ein Like hier, lasst einen Kommentar hier, folgt mir natürlich, nicht vergessen. Und Grüße gehen raus an meine Mitglieder und an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid oder immer noch dabei seid. Schon seit mein Kanal ist 6 Jahre alt geworden vor kurzem, hier auf YouTube, ne? Und so weiter. Und dann bin ich raus. Hamburg ist raus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde.